Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Sightmark die Camo Skins. Jeder, der militärisch, taktisch arbeitet, hat mit Sicherheit schon mal Veränderungen, was die Optik angeht, an seiner Waffe vorgenommen. Mit Sicherheit auch Leute, die das nicht tun, sondern die eher sagen, ich habe ein Lifestyle-Produkt und möchte gerne einfach ein bisschen Variation reinbringen. Mir ist schwarz einfach zu langweilig. Gerade bei Waffen gibt es da sehr, sehr viele Optionen, ob man da jetzt mit Krylon dran geht und die Waffe ansprüht oder ob man sie mit Cerakote beschichten lässt. Es gibt da wirklich extrem viele Möglichkeiten, die Waffe zu modifizieren. Bei den Optiken sieht das leider nicht so aus. Ein paar Hersteller sind zwar dazu übergegangen, dass sie Optiken auch schon mal in Schwarz und in Sandfarben anbieten. Das gibt es auf jeden Fall als Option, aber mehr auch nicht. Mit Krylon oder ähnlichen Mitteln an die Optiken rangehen, ist auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil da muss man sehr, sehr genau arbeiten, weil man natürlich viele Bedienelemente hat, viele Drehrädchen, die frei bleiben müssen. Man hat die Linsen, die nicht beschmutzt werden dürfen, weil sie sonst eben die Sicht einschränken. Also es gibt da leider nicht so viele Möglichkeiten, was die Optik angeht. Sightmark hat jetzt hier die Camo Skins rausgebracht. Die sind zugeschnitten auf ihre Produkte. Das heißt, aktuell kriegt man das für bestimmte Sightmark Produkte. Und ich habe da eben auch die Möglichkeit, mit entweder gedeckten Farben oder mit Tarnmustern zu arbeiten. Gerade wenn ich mich für ein Tarnmuster entscheide, habe ich natürlich den Vorteil, dass die Outline, also die typische Form der Optik gebrochen wird, was auch nochmal zur Tarnung beiträgt. Man hat natürlich bei einem Gewehr, das ist alles sehr eckig, deswegen macht man ja auch dann dort die Tarnung oder die Veränderung der Form durch verschiedene Strichformen oder Linienformen im Muster mit Blättern, die aufgesprüht werden oder was auch immer, um da die Outline zu brechen. Und genau dasselbe hat man hier dann auch bei der Optik in Form von den Camo Skins. Camo Skin, der Name sagt schon, es ist ähnlich wie ein Aufkleber zu betrachten, der auf die Optik dann aufgeklebt wird. Das Schöne ist jetzt hier, ihr müsst jetzt nicht ein Stück Klebematerial in Tarnmuster euch kaufen und zuschneiden, sondern ihr bekommt das hier schon vorgeschnitten, so dass es wirklich von der Anwendung her extrem einfach ist, das aufzubringen. Das zeigen wir euch auch gleich. Und Sightmark hat hier auch an uns Deutsche gedacht und hat einmal das Ganze auch in Flecktarn verfügbar. Weitere Tarnmuster, die aktuell verfügbar sind, wären Multicam und Multicam Black. Und bei den gedeckten Farben hat man aktuell Coyote und Ranger Green zur Auswahl. Ich denke, da wird auch nochmal, wenn die Sachen populär sind und nachgefragt werden, die Palette auch nochmal erweitert werden. Ja, schauen wir es uns mal an. So kommt es zu euch nach Hause, wenn ihr euch das beschafft. Habt dann da drin einmal eine Schablone, die euch zeigt, welche Bauteile denn dabei sind. Also ihr seht, das ist nicht einfach nur ein großes Stück ausgelasertes Aufklebematerial und man verhaspelt sich dann, sondern man hat viele, viele Kleinteile, die kann ich ja mal hier auspacken, die dann da einzeln aufgebracht werden. Und dadurch ist natürlich die Arbeit extrem einfach mit dem Bekleben. Man muss da wirklich nicht viel beachten. Natürlich, ganz klar, vorneweg, die Oberfläche sollte sauber sein, das heißt vorher mit einem Alkohol-Prep-Tuch hier das Ganze ein bisschen fett- und staubfrei machen und dann nochmal mit einem trockenen Tuch nachwischen. Bevor ich jetzt das Ganze aufklebe, wir haben hier einmal ein 500D Mil-Spec Cordura, also tatsächlich auch vom Material her sehr wertig, hat dann nicht nur den Vorteil, dass es dass die Kontur gebrochen wird, sondern auch, dass es noch die Infrarotsignatur bricht. Bedeutet auch wiederum, Krylon hat diese Eigenschaft ja auch bei einer Waffe hier. Wenn die unlackiert oder wenn der Standardfarbe kommt, reflektiert sie natürlich Infrarotstrahlen stark. Und durch diese Cordura-Anwendung hier habt ihr dann eben da auch nochmal einen erweiterten Infrarotschutz. Ein weiterer Vorteil von den Camo Skins ist, dass es nicht nur die Infrarotsignatur verringert und die Kontur bricht, sondern auch nochmal einen gewissen Schutz für eure Gehäuse bietet. Natürlich klar, die Linsen liegen frei, die sind natürlich nicht geschützt, aber gerade, sage ich mal, wenn ihr ein Wettkampfschütze seid und eure Optik noch mal ein bisschen vor Stößen schützen wollt im äußeren Bereich, dann könnt ihr hier mit den Camo Skins perfekt arbeiten. Und dadurch, dass es auch gedeckte Farben gibt, wie zum Beispiel Ranger Green oder Coyote, habt ihr da auch im deutschen Wettkampfbereich keine Probleme, weil da ja Tarnmuster nicht so gerne gesehen sind tatsächlich. Sollte man auch erwähnen.
Wir zeigen euch jetzt mal, wie man das Ganze hier anbringt. Und falls ihr das euch auch nochmal im Schnelldurchlauf angucken wollt oder beziehungsweise selber das kauft und nicht unser Video anschauen wollt dazu, ihr habt bei jedem Chemoskin hier auch nochmal auf der Rückseite der Schablone, wo die einzelnen Teile zu sehen sind, ist auch nochmal ein QR-Code zu finden mit einer Schnellanleitung, mit einem Video, wie das Ganze funktioniert. Okay, wir haben ja hier schon Flecktarn einmal als Set montiert bzw. aufgebracht. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Multicam, um da auch nochmal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Hier sei auch noch erwähnt, das ist vielleicht auch noch was viele nicht wissen, Klebstoffe sind ja nicht gleich Klebstoffe. Es gibt viele Kleber, die sind okay, sage ich mal, die funktionieren zeitweise, aber dann halt nicht mehr. Gerade auch wenn es um Sonneneinstrahlung geht oder sonstige Sachen. Unserer Erfahrung nach ist der einzige, der da wirklich auch für permanent gute Haftung sein Versprechen hält, 3M. Und genau das wurde auch hier verwendet. Also ihr habt hier die 3M-Klebeseite auf der Rückseite. Von daher kann man davon ausgehen, dass dieses Chemoskin hier auch sehr gut halten wird auf den Oberflächen. Wie gesagt, denkt daran, eure Sachen vorher auch entsprechend zu reinigen und nicht mit den Fettfingern, so wie ich das jetzt hier mache, da drauf rumzutatschen. Es ist super einfach, die Teile hier aufzubringen. Man braucht eigentlich gar nicht gucken, wie es nummeriert ist oder beziehungsweise es ist nicht nummeriert, weil man von der Schnittform schon allein sieht, wo es hingehört. Und man kann es ja auch jederzeit dran halten, weil die Klebefolie ja noch abgedeckt ist. Das heißt hier natürlich klar, wo das Batteriefach ist. Und die Knöpfe kann ich hier dieses Teil verwenden und dann auf der anderen Seite entsprechend das Teil, wo keine Knopfaussparungen sind, um das hier abzudecken. Das heißt, wir fangen mal einfach hier mit dem Batteriefach an. Ich möchte euch einfach demonstrieren, dass das sehr, sehr simpel ist und wirklich auch ein Linkshänder-Legastheniker wie der Martin hinbekommt. Ich glaube, das Schwerste ist tatsächlich nur, die Folie abzubekommen vom Klebestreifen und das war es dann auch schon, was die Schwierigkeit angeht. Die sind stellenweise auch von der Klebefläche so designt, dass ihr da in der Mitte eine Sollbruchstelle habt, wo ihr dann quasi die Klebefläche leichter abbekommt. So, für die Batterieseite empfehle ich natürlich, das Batteriefach zu öffnen, einfach aus dem Grund, um dann hier einfacher arbeiten zu können und nicht an dem Deckel vorbei arbeiten zu müssen. Und dann kann ich das hier einfach aufbringen, setze das hier schön um meinen Schalter herum und klebe das dann hier einmal auf und dann kann ich es noch ordentlich festdrücken und damit wäre schon das erste Teil aufgeklebt. Dann habe ich hier diese zwei schmalen Streifen, da gucke ich jetzt auch, welches passt wo und wie rum vor allem. Das heißt, es gehört so rum aufgeklebt und das kommt jetzt hier in die Aussparung. Das heißt, es bleibt ein kleiner schwarzer Streifen. Denn das Sidemark-Logo ist hier bei dem Gerät auch ein kleines bisschen nach innen versetzt vom Material her. Das heißt, auch selbst wenn ich jetzt hier eine durchgängige Fläche hätte, dann wäre hier auch dann ein Luftspalt, der abstehen würde mit der Zeit, wo sich Dreck reinarbeiten könnte. Jetzt kommt der Deckelbereich. Ich vermute, das ist dann das hier. Und das wird dann um die Ecke gehen, denke ich mal. Und jetzt kann ich das hier schön langsam abziehen und hier oben aufkleben. So, dann haben wir das auch fest. Okay, dann machen wir noch schnell die anderen Teile. Und hier ist das fertige Ergebnis. Ich finde, das kann sich sehen lassen, also gerade auch dafür, dass wir es jetzt schnell, quick und dirty gemacht haben und nicht die gebührende Zeit genommen haben für das Aufkleben, wie man das eigentlich machen sollte, wenn jetzt keine Kamera läuft, wenn man das für sich selber macht. Aber selbst so ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis meiner Meinung nach und tut genau das, was es soll, nämlich die Kontur brechen, ein bisschen Leben in das Ganze reinbringen, entweder mit Intarmuster oder in der gedeckten Farbe und natürlich auch nochmal eine zusätzliche Schutzschicht bilden gegen Stöße und Schläge. Wie schon gesagt, gibt es aktuell Flecktarn, Multicam und Multicam Black, Coyote und Ranger Green. Und wir blenden euch hier einmal von Sidemark den Link unten ein. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal selber anschauen. Was haltet ihr von der Idee oder habt ihr vielleicht selber das Ganze schon für euch im Auge oder auch eine andere Variante, um eure Optiken entsprechend anzupassen? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, das würde uns sehr freuen. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye, bye.